Aus Düsseldorf ist mir nun Udo Vetter zugeschaltet, Strafverteidiger. Herr Vetter, ich grüße Sie. Guten Morgen. Ja, also die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die fordert ja nun Strafverschärfungen bei Angriffen auf Rettungskräfte. Ist das in Ihren Augen auch nötig oder reicht der Strafrahmen eigentlich aus, wie er jetzt ist? Also wir führen dieselbe Debatte über höhere Strafen ja stets und ständig. Das Problem aus Sicht eines Juristen, ob nun als Richter, Staatsanwalt oder Anwalt tätig, ist ganz klar, wir brauchen keine höheren Strafen. Wir müssen höchstens die geltenden Gesetze anwenden und die existierenden Strafrahmen ausschöpfen. Wenn Sie mal zusammenrechnen, was da jetzt zum Beispiel in Essen passiert ist, ja, ich habe einige Delikte mal rausgesucht: Nötigung, gefährliche Körperverletzung, gemeinschaftliche Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und so weiter und so fort. Da sind Sie ja schon bei Mindeststrafen, die heutzutage allerdings von deutschen Gerichten nie und nimmer verhängt werden. Also wir müssen den Spielraum ausschöpfen. Also müssen Sie mir mal erklären, Herr Vetter, also warum, wenn wir eigentlich diese Möglichkeiten hätten, die Richterinnen und Richter diese hätten, warum werden denn dann die Strafen nicht verhängt in dem Rahmen? Also ich bin ja Strafverteidiger und traditionell seit 30 Jahren daran interessiert, dass meine Mandanten möglichst gut behandelt werden. Aber als Staatsbürger sehe ich natürlich, dass wir seit geraumer Zeit eine Differenz haben zwischen dem geltenden Strafrecht, also den Möglichkeiten, die wir haben, und der Anwendung. Das kann man eigentlich nur unter dem bekannten Slogan der Kuscheljustiz zusammenfassen. Das eingehendste Beispiel aus meiner Sicht ist das Jugendstrafrecht. Wenn ich zum Beispiel als Anwalt sehe, dass meine jungen Mandanten eine Tat begangen haben mit 15, 16 Jahren und dann die Anklageschrift nach 3 Jahren vorliegt, ja, dann merken die doch überhaupt nicht mehr, was da gewesen ist, und haben auch überhaupt keinen Anreiz, sich daran zu verhalten, weil die nach 3 Jahren gar nicht mehr wissen, um was es ging. Und in der Zwischenzeit sind natürlich endlos viele Straftaten wieder dazugekommen. Also das Stichwort in der Kuscheljustiz, wo die Strafrahmen nicht ausgeschöpft werden, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir müssen die Möglichkeiten ergreifen, die das Gesetz gibt. Naja, das führt natürlich auch dazu, dass in der Bevölkerung auch das Verständnis auch nicht mehr so richtig dafür da ist, dass eben Strafen nicht verfolgt werden. Nun haben wir ja auch in dem Fall von Essen, gehen ja offenbar die Spuren auch ins libanesischstämmige Clan-Milieu. Nun hatte man da jemanden, da hat man die Personalien aufgenommen, den hat man dann eben auch wieder nach Hause gehen lassen. Also müsste man da vielleicht auch in Sachen, ich sage mal, Untersuchungshaft noch mal nachschärfen? Ja, dein Nachschärfen muss man nicht, weil ja das gesetzliche Instrumentarium vorliegt. Zum Beispiel die gemeinschädliche Sachbeschädigung, das heißt das Verwüsten eines Krankenhauses, der Angriff auf Krankenhauspersonal, ist ja schon mit Freiheitsstrafen bis 5 Jahren bedroht. Da sind Sie ja von der Ausgangssituation schon in Strafrahmen, wo man als Ermittlungsrichter, wenn einem dieser Beschuldigte vorgeführt wird, durchaus sagen kann: Hier, da liegt nicht nur der dringende Tatverdacht vor, sondern auch der Haftgrund der Fluchtgefahr. Nämlich weil du zum Beispiel mit libanesischem Pass ausgestattet ja auch in dein Heimatland flüchten könntest. Sodass also die Möglichkeit der Verhängung von Untersuchungshaft, der Anordnung von Untersuchungshaft durchaus gegeben ist. Allerdings sieht die Praxis eben auch so aus, und das beklagen ja auch viele Polizeibeamte, dass entweder die Beschuldigten gar nicht dem Richter vorgeführt werden oder dort dann sozusagen die wieder nach Hause geschickt werden. Natürlich auch deswegen, weil die Kapazitäten in den Justizvollzugsanstalten nicht vorhanden sind. Aber zusammengefasst haben wir es hier mit einem Symptom zu tun, auch dieser intensiven neuen Kriminalität, die natürlich die Justiz auch dazu herausfordert, mal etwas konkreter und harscher zu reagieren. Im Rahmen der geltenden Gesetze, die aus meiner Sicht völlig ausreichen. Naja, aus politischer Seite heißt es ja dann immer, die Härte des Rechtsstaates müssen diese Menschen zu spüren bekommen. Ja. Und erzählen Sie ja von Ihrer praktischen Erfahrung. Sie sitzen ja mit im Gericht. Was vermuten Sie denn dahinter, dass es eben dann doch zu dieser Kuscheljustiz kommt? Naja, Deutschland hat sich immer, und das nicht ganz zu Unrecht, und das kann man durchaus auch loben, als liberalen Rechtsstaat empfunden. Das heißt, traditionell, wenn Sie zum Beispiel das mit Spanien vergleichen, Bulgarien oder Rumänien will ich gar nicht erwähnen, da sind die Strafen für Alltagsdelikte auch wesentlich größer. Denken Sie zum Beispiel an das Sexualstrafrecht in Spanien. Da sind Sie ruckzuck in Untersuchungshaft wegen einer Kleinigkeit am Ballermann. Ja? Das würde bei uns nur ein Lächeln auslösen. Also wir haben nicht nur
wir haben zwar die Gesetze, aber sie werden halt nicht in dem Sinne angewandt, dass man sagt, okay, wer dringend einer Straftat verdächtig ist, muss halt ernsthaft auch zum Beispiel im Wiederholungsfall mit Untersuchungshaft rechnen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel den Essener Fall nochmal aufgreift, das ist ja völlig wahnsinnig. Das ist ja praktisch Landfriedensbruch in Verbindung mit gemeinschädlicher Sachbeschädigung, ja, der Verwüstung eines Krankenhauses, dass man da ernsthaft nicht mal auf die Idee kommt zu sagen, okay, der Beschuldigte muss jetzt über Nacht mal hier bleiben und am nächsten Morgen wird er zumindest dem Richter vorgeführt, damit er über einen Haftbefehl entscheiden kann, ist aus meiner Sicht der Bevölkerung so nicht mehr zu vermitteln. Ja, das riecht ja so, als müsste man wirklich mal eine grundlegende Justizreform machen. Und damit meine ich jetzt nicht, die Gesetze zu arbeiten, sondern die Praxis. Herr Vetter, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen auch. Wiederhören.